Ich betreibe inzwischen seit einigen Jahren den YouTube-Kanal I Love Kuba. Viele von euch sehen die Videos, die Recherchen oder die aktuellen Nachrichten aus Kuba. Was viele aber nicht sehen, sobald man versucht, rund um das Thema Kuba ein Geschäft aufzubauen, also ein seriöses Geschäft vor allem, stößt man immer wieder auf Hindernisse. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Nicht über Politik, nicht darüber, wer Recht oder Unrecht hat, sondern darüber, was ich persönlich in den letzten Jahren zu dieser Thematik erlebt habe. Vor ein paar Tagen habe ich mich dazu entschieden, endlich eine Buy Me a Coffee-Seite einzurichten. Viele Zuschauer hatten mich in der Vergangenheit gefragt, ob man meine Arbeit irgendwie unterstützen kann. Also habe ich die Seite eingerichtet, Banner erstellt, Texte geschrieben, soweit alles vorbereitet. Ich war tatsächlich zufrieden damit und kurze Zeit später kam dann bereits eine E-Mail. Mein Konto wurde gesperrt. Die Begründung: Stripe, also der Betreiber der Seite Buy Me a Coffee, unterstützt keine Unternehmen, die mit Kuba in Verbindung stehen. Also nicht, weil ich etwas Illegales gemacht hätte oder weil ich gegen die Regeln verstoßen hätte, sondern allein wegen dem Kuba-Bezug. Das war für mich ehrlich gesagt schon ein Schlag ins Gesicht, denn ich verkaufe keine Waren nach Kuba. Ich sammle keine Gelder für Kuba. Ich betreibe an sich einen deutschen YouTube-Kanal. Und trotzdem reicht das Thema Kuba offenbar schon aus. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, das war jetzt nicht das erste Mal. In den letzten Jahren gab es immer wieder Situationen, denen Zahlungen, Dienstleistungen, Banken oder allgemein Plattformen Schwierigkeiten gemacht haben. Mal betrifft es halt den Zahlungsweg, mal Kooperationen, mal technische Einschränkungen, mal Unternehmen, die mit Kuba schlicht nichts zu tun haben möchten. Jedes einzelne Problem kann man vielleicht noch lösen, aber irgendwann summiert sich das. Und genau das kostet Zeit, Nerven, Kraft und am Ende natürlich auch Geld. Was mich manchmal besonders nachdenklich macht, wenn man sich in manchen Facebook-Gruppen umsieht, entsteht zumindest bei mir teilweise der Eindruck, dass dort Geschäfte, ich sag mal, abgewickelt werden, bei denen ich mich frage, ob immer alles vollständig den steuerlichen und rechtlichen Vorgaben entspricht. Ich kann das nicht beurteilen und möchte niemandem etwas unterstellen an der Stelle. Aber genau deshalb war für mich immer klar, wenn ich etwas mache, dann möchte ich das auch sauber machen. Also ich möchte sauber arbeiten, Rechnungen, Steuern, Transparenz. Und gerade dann scheint vieles plötzlich deutlich komplizierter zu werden. Im letzten Jahr habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, einen eigenen Verein ins Leben zu rufen. Also der Gedanke war eigentlich ganz einfach. Ich wollte Projekte in Kuba unterstützen, aber ich wollte auch ganz genau wissen, wo das Geld ankommt, wie es eingesetzt wird und welche Menschen tatsächlich davon profitieren. Natürlich gibt es bereits Kuba-Vereine in Deutschland und ich habe mir diese auch natürlich angesehen. Dabei habe ich aber immer wieder festgestellt, ohne ihnen so nahe zu treten, dass viele Vereine politische Positionen vertreten oder Schwerpunkte setzen, mit denen ich mich persönlich eher nicht identifizieren kann. Das ist völlig legitim. Jeder Verein darf und soll vor allem seine eigenen Ziele verfolgen. Für mich hat es einfach nicht gepasst. Deshalb entstand überhaupt erst die Idee eines eigenen Vereins. Am Ende habe ich das Projekt aber erst einmal nicht weiter verfolgt, auch weil man schnell merkte, wie komplex das gesamte Umfeld rund um Kuba ist und wie oft man auf Hürden trifft. Viele dieser Probleme haben ihren Ursprung gar nicht in Deutschland logischerweise, sondern in internationalen Sanktionen, Compliance-Vorgaben und unternehmerischen Risikoentscheidungen. Große Zahlungsdienstleister oder Finanzunternehmen möchten häufig jedes Risiko vermeiden, logischerweise. Deshalb entscheiden sich manche Unternehmen offenbar dafür, Kuba
bezogene Geschäftsmodelle grundsätzlich nicht zu unterstützen. Ob das im Einzelfall notwendig wäre oder nicht, ja, kann ich nicht beurteilen. Das Ergebnis ist aber deutlich spürbar. Man wird immer wieder ausgebremst. Und genau das sorgt aus meiner Sicht auch dafür, ja, dass es vergleichsweise wenige professionelle deutschsprachige Angebote rund um Kuba gibt. Nicht unbedingt, weil niemand Interesse daran hätte, sondern ja, weil der Weg dorthin oft deutlich steiniger ist als in vielen anderen Bereichen. Sicher, es gibt Reiseanbieter bzw. Reisebüros, die auf Kuba spezialisiert sind. Die Reisebranche ist davon ja vielleicht nochmal etwas ausgenommen, aber alles andere sieht dann eher schwieriger aus. Versteht mich nicht falsch, ich habe nicht den großen Reibach, aber ich habe nicht vor, den großen Reibach zu machen, aber jedes Video, jede Recherche kostet unter Umständen Zeit und Geld, und da wäre es manchmal ganz nett, wenn man die Möglichkeit hätte, die eine oder andere Sache anzubieten, von der ihr profitiert und wir am Ende eine Win-Win-Situation haben. Tja, was bleibt am Ende zu sagen? Ich werde natürlich weitermachen, denn mein Ziel war nie, mit Kuba das schnelle Geld zu machen. Mein Ziel war immer, ehrliche Informationen bereitzustellen, Menschen bei ihren Reisen zu helfen, über Entwicklungen zu berichten und ja, einen möglichst realistischen Blick auf Kuba zu zeigen. Aber ich fand, es war an der Zeit, auch einmal zu zeigen, was ja hinter den Kulissen passiert, denn genau diese Seite sieht man normalerweise nicht.